Hi, ich bin Simba und wir sind bei Fass und Nadel in Abzgäste 7. Ja, Fußball 2000 ist hier reingeklettert, um einiges zu besprechen. Trainer weg, welche Spieler gehen weg, was passiert hier? Kein Europa, Allah. Ihr macht das, was ihr die ganze Saison macht. Lasst Likes da, abonniert uns bei WhatsApp, seid lieb zueinander. Und ich gehe jetzt mal zu Marvin und Phil und gucke mal, ob die einen Whisky für mich haben, um diese Saison zu ertränken. Fußball 2000, wir sind wieder da. Das letzte Spiel der Saison ist gespielt. Die Eintracht mit einem sensationellen 2-2. Wer hätte es gedacht? Ich habe es nicht gedacht. Die Eintracht hat immerhin Platz 8 manifestiert. Liebe Leute, lieber Phil, ist das ein versöhnlicher Abschluss dieser merkwürdigen Saison? Ich glaube, kein Abschluss dieser Welt wäre ein wirklich versöhnlicher Abschluss gewesen. Ehrlich gesagt wäre ja auch Platz 7 nichts gewesen, worauf du hättest stolz sein können und der eventuell auch dazu verleitet hätte, dann doch den einen oder anderen zu sagen, naja, ging ja doch noch mal gut, war doch gar nicht so schlecht alles. Von daher, ich glaube, viele sind fein damit, dass es jetzt am Ende Platz 8 ist, denn mehr hat diese Mannschaft und hat dieser Club nach dieser Saison auf allen Ebenen mit allen anderen Performances, die wir gesehen haben, auch einfach nicht verdient. Das muss man tatsächlich so sagen. Wir gehen jetzt so ein bisschen rein. Wir gucken uns erstmal das Spiel an, aber keine Angst, liebe Leute. Ihr wisst, die große Sache Riera, die werden wir am Ende natürlich auch noch besprechen. Das ist das Thema, was uns, glaube ich, hier alle umtreibt. Aber gehen wir so ein bisschen ins Spiel. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Der VfB wollte natürlich die Champions League klar machen. Die hatten noch Ziele, haben trotzdem, wie wir es in den Highlights, könnt ihr euch noch mal angucken, auch relativ leicht haben sie aufgespielt. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Aber Basti, ja, endlich mal keine merkwürdigen Konstrukte von Riera, der positionsfremd mal nicht eingestellt hat. Amanda spielt man wirklich in der Innenverteidigung. Die Eintracht fängt an. Aber wir sehen, dass das Spiel, ja, kurz für die Eintracht ganz gut ist, aber du siehst den Qualitätsunterschied des VfB. Und wie waren deine ersten Minuten im Stadion? Das letzte Spiel der Saison, wir haben ja schon deine Reaktion gemerkt. Du warst sowieso nicht so ganz emotional dabei, ne? Nö, es war am Ende so, dass man dachte, endlich letzter Spieltag. Wir haben ja schon seit Wochen auch so das ein bisschen herbeigesehnt. Ja. Ich weiß nicht genau, wie oft ich in diesem Format diese Saison schon beschimpft habe und gesagt habe, ey, vollkommen zu Recht am Ende. Lass mich doch bitte in Ruhe. Und ich muss jetzt auch sagen, lass mich wirklich in Ruhe. Also ich will auch die Nummer von dieser Saison nicht haben. Die sollen mich überall blockieren. Ich will keinen Kontakt mehr zu dieser Saison haben. Hatte ich schon bei Bumble anmatcht. Das war eine Nummer die Saison. Ich will einfach sagen, ey, wir führen einfach getrennte Leben. Jeder kann ja irgendwo existieren, die Saison und ich. Wir wollen nichts miteinander zu tun. Musst du die Stadt wechseln auf jeden Fall. Saubere Trennung. Die Saison soll die Stadt wechseln. Die Saison muss die Stadt wechseln, wie Mislintat nicht mehr in Düsseldorf gesehen werden darf, glaube ich mal. Ne? Wenn wir uns die Zweitligasaison angucken, das Ende der Zweitligasaison war ja wesentlich spannender als bei uns in der Bundesliga. Aber du hast vollkommen recht. Und du gehst dann auch rein und du merkst, ne, Eintracht mit ein paar Halbchancen, aber dann siehst du schon relativ schnell, wenn der VfB ernst macht, dann meinen sie es auch ernst und dann relativ früh schon das erste Gegentor. Und ich habe echt gedacht, okay, da geht heute gar nichts mehr. Ja, du siehst halt in diesen 90 Minuten auch diese komplett konträre Entwicklung, die diese beiden Clubs und diese beiden Mannschaften in dieser Saison genommen haben und wie der VfB einfach die Eintracht komplett links überholt hat. Was umso schmerzhafter ist, weil ich habe an diesem Samstag viel daran zurückgedacht, an diesen Samstag in Freiburg vor ziemlich genau einem Jahr und in was für einer Gesamtkonstellation und Ausgangssituation unser Club war. Und da darfst du nicht zu lange drüber nachdenken, weil du wirst schnell wieder wütend. Und das ist so, wie Basti sagt, man will da jetzt einen Haken dran machen. Das klappt natürlich noch nicht so. Aber diese 90 Minuten haben genau gezeigt, Selbstverständnis, Automatismen, Selbstvertrauen. Also all das, was ich mir ein Jahr nach diesem Samstag in Freiburg von meiner Mannschaft gewünscht hätte, genau das hat der VfB jetzt in den entscheidenden Phasen gezeigt. Muss man sagen. Und es ist ja trotzdem jetzt nicht so gewesen, als hätte die Eintracht ein schlimmes Spiel gemacht. Ne? Es lag jetzt nicht am Spiel gegen den VfB. Es war trotzdem okay. So, du warst in der zweiten Halbzeit sogar mit einem Chancenplus sehr bemüht, mit 4,5 Chancen. Aber es war halt so, dass die Qualität, ehrlich gesagt, das war ein so großer Unterschied. Allein wie wollen wir offensiv spielen? Allein diese klare Ausrichtung, wie will die Eintracht offensiv spielen? Das hast du die letzten Wochen nicht gesehen und das hast du auch gegen den VfB viel zu selten gesehen. Und dann ist es natürlich so, dass der VfB dann aber auch die Schwächen der Eintracht sehr gut ausgeguckt sich hat und dann beispielsweise bei der Ecke im Endeffekt auch die Eintracht genau diese Defensivschwächen wieder hatte. Die Positionen standen nicht richtig, dann steht es plötzlich gegen die Eintracht und du merkst einfach, die Eintracht hat defensiv kein Konstrukt, offensiv wissen sie es auch nicht ausreichend und dann ist der VfB halt dann eindeutig besser. Ja, definitiv. Auch das hat sich ja angedeutet über die letzten Wochen, Monate. Daran hat ja auch der Trainerwechsel dann letzten Endes nichts verändert, dass man die Hoffnung hatte, dass es da nochmal einen positiven Schub gibt, eine klare Idee. Es gab zwar eine klare Idee, aber das hat Johnny Burkhardt ja auch zu Recht in einem sehr bemerkenswerten Interview hinterher gesagt, dass diese Idee, die der Mannschaft übergestülpt wurde, halt einfach nicht zu dieser Mannschaft gepasst hat. Aber
Ja, also ich glaube, diese einzelnen Ebenen, das wird ein paar Wochen brauchen, um die auch nochmal genauer auseinander zu dividieren. Am Ende haben alle kollektiv underperformed auf allen Ebenen. Und deswegen hat diese Saison auch in diesem Spiel jetzt irgendwie das passende Ende bekommen, dass man erstmals seit 5 Jahren nicht europäisch spielt. Wenngleich ich mich sehr darüber gefreut habe, dass mit Johnny Burkhardt dann am Ende jemand auf dem Platz stand, dem du angesehen hast, dass der dieses Saisonende so nicht akzeptieren will, sich reingehauen hat und mit seinen beiden Elfmetertoren zumindest dafür gesorgt hat, dass zumindest die Gesamtsituation und die Gesamtsituation im Stadion und in der Kurve dann hinten raus nicht noch mehr eskaliert ist. Das ist ein guter Punkt. Natürlich, du hast auf der einen Seite die Dominanz des VfB gesehen, Fürich mit einem tollen Spiel, wie er dann auch 2-0 dann vorbereitet. Ne? Und gleichzeitig ist es dann so, du gehst dann in die Pause und denkst, na gut, da passiert heute gar nichts mehr. Du hast aber auch angesprochen, im Laufe der zweiten Halbzeit kam dann endlich Johnny Burkhardt, ja? Der viel besagte Johnny Burkhardt, nachdem wir zwischenzeitlich auch komplett ohne Stürmer gespielt haben. Da habe ich mich dann auch gefragt, Arriere, was probiert er da? Das war für mich tatsächlich ein bisschen eine große Irritation. Dann kam aber Johnny Burkhardt und mit dem kam natürlich so ein bisschen auch nochmal ein neuer Drive rein. Ich glaube, der wollte es vielen beweisen. Und die Eintracht grundsätzlich auch mit Can Usun, der auch ein besseres Spiel gemacht hat, muss man an dieser Stelle sagen, von gar nicht so vielen Spielern, die man positiv hervorheben kann. Und dann war es tatsächlich so, dass die Eintracht mit ein bisschen Glück, Nübel, vielen Dank an dieser Stelle, eine Situation ein bisschen unglücklich für ihn, glücklich für ihn mit dem Elfmeter, aber dann nochmal in die Spur gekommen sind. Am Ende steht es 2-2 vom Ergebnis her mit 44 Punkten, vom Ergebnis Platz 8. Ich glaube, wie viele Punkte haben wir im Durchschnitt geholt? 1,3. Vor allen Dingen mehr Spiele verloren als gewonnen. Ne? Ja, was auch krass ist, nur genau 1,3 Punkte pro Spiel und bist halt die drittschlechteste Verteidigung. Das ist ja auch völlig absurd, mit so einer Bilanz bis zum Schluss um Platz 7 mitspielen zu können. Ja. Das ist ja, da musst du dich ja fast schon für schämen. Und zum Glück war dieses Thema dann am Samstag eigentlich gar kein Thema, weil Freiburg ja parallel auch einfach früh vorne lag, sodass du gar nicht mehr diesen Aspekt hattest, dass du irgendwo anders hingucken musstest, sondern man hat es über sich ergehen lassen, nochmal 90 Minuten lang. Aber hast du denn noch irgendwas gefühlt nach dem 2-2 oder war es dir komplett egal? Mir war es komplett egal. Also war für dich gar kein Thema. Im Endeffekt hast du gedacht, egal wie das jetzt ausgeht, das ist nicht mehr entscheidend für dich. Wie war es denn aber, wenn wir zu den Randerscheinungen kommen, denn die es ja auch gab bei dem Spiel? Und da müssen wir auch leider drüber sprechen, denn wiederholt war eine Situation, ich will mal sagen, es gab Leute, die getitelt haben, Pyro-Eskalation, dies, das, Ananas, aber Fakt ist... Komm, gehen wir vom Spiel schon weg? Ja, wir gehen vom Spiel reden wir bei Johnny Burkhardt? Wenn du willst, kannst du jetzt noch... Nee, ich würde ganz gern über sein Interview danach reden, ehrlich gesagt. Ne, für mich, ich würde das ganz gern separieren. Lass uns erstmal kurz... Weil es war ja auch beim Spiel, es war ja in der Nähe von Dohan, wo irgendwas zerplatzt ist. Und wir haben es gesehen, dass die Eintracht-Fans, einige Eintracht-Fans tatsächlich was reingeschmuggelt haben, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass es 2 verletzte Personen gab, wo ich auch sagen muss, ich stelle mir schon ein bisschen die Frage, was das hier überhaupt soll. Weil eigentlich gab es diesen Konsens, nichts darf die Hand verlassen und erneut ist es leider gebrochen. Und ehrlich gesagt, das ist ziemlich frustrierend, das zu sehen. Diese Entwicklung in der Kurve ist maximal beunruhigend. Diese sogenannte Kultur führt ein sehr, sehr schwieriges Eigenleben da inzwischen. Das wird in dieser Form nicht mehr tragbar sein. So ist diese Kultur auch nah am Ende ihrer Kultur, muss man ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Alle haben es ja mitbekommen am Samstag, wenn jetzt Menschen aus dem eigenen Fanlager am Ende verletzt im Krankenhaus liegen, dann erübrigt sich, glaube ich, eine Bewertung der Geschehnisse. Dass einige den Verstand verloren haben, wie es der für Fanangelegenheiten zuständige Eintracht-Vorstand Philipp Reschke nach dem Spiel sagte, trifft es sehr gut. Ich empfehle auch den Kommentar des geschätzten Kollegen Marc Heinrich bei der FAZ, der das auch sehr gut zusammengeschrieben hat. Es ist für normale Menschen nicht mehr erklärbar. Man kann über Pyro, über solche Geschichten denken, wie man will. Das ist auch völlig fein. Aber du hast es angesprochen, die goldene Regel, nichts verlässt die Hand. Wenn das so mutwillig torpediert wird und dafür auch Verletzungen im eigenen Lager in Kauf genommen werden, das ist für normale Menschen nicht mehr zu erklären. Ich kann es mir nur noch so erklären, dass da wirklich bei vielen, die vermeintlich in dieser Kurve stehen, um den Club, um den Verein zu supporten, dass da wirklich halt die Schaukel früher deutlich zu nah an der Hauswand stand. Das ist nicht mehr anders zu erklären. Die Sache war ja in den vergangenen Jahren, wir reden ja nicht zum ersten Mal darüber, wir haben schon immer mal wieder auch Sondersendungen tatsächlich gehabt, wo wir intensiv darüber sprechen mussten. Und ich glaube, worauf man sich immer verständigen konnte, war genau, es darf nichts die Hand verlassen. Und grundsätzlich auf der anderen Seite gibt es auch viele Momente, wenn es geordnet ablief, wenn das vorher klar war, wenn es mit dem Verein koordiniert war, war das eine wunderbare Sache, die auch viel dazu beigetragen hat, dass Eintracht Frankfurt ein gewisses Flair hatte, dass Eintracht Frankfurt ein besonderer Verein war. Aber dieses verlassene Hand ist wiederholt gebrochen worden. Und ich glaube, es zeigt, wie drastisch die Situation ist, weil Philipp Reschke so dramatische Worte gewählt hat, der ja immer eher eine Neigung hatte,
Dinge im Kollektiv zu lösen. Und dass das Und jetzt im nicht mehr Dialog. geht und im Dialog. Aber du kannst mit vielen da nicht sprechen und dann ist der Dialog auch vorbei irgendwann leider. Basti, wie siehst denn du das? Weil du hast das müssen wir dazu sagen, wir haben ja einige Reaktionen dann auch bekommen. Wir haben beispielsweise, ich lese mal vor, einige Top-Kommentare unter der Reaktion, die von uns natürlich auch ein Statement wünschen. Traurig, kein Wort über die Chaoten. Natürlich, so ist es manchmal. Oder der JT Eagle hat einen warmen Weg gewählt und hat es ein bisschen allgemeiner verpackt. Wer andere in Gefahr bringt, hat im Stadion nichts zu suchen, egal für welchen Verein er ist. Basti, vielleicht lass uns trotzdem da noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil die Tatsache ist ja, es gibt 2 Verletzte und das ist halt einfach scheiße. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Diskussionsgrundlage ist, diese Geschichten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, am Anfang fand ich dieses Intro geil. Ja. Aber wenn dann gewisse Extremitäten passieren, dass man sagt, da fliegt eine Rakete während dem Spiel irgendwie in den Strafraum oder werden Leute verletzt, dann geht's nicht mehr. Und ich bin ja tatsächlich auch in den Diskussionen, die wir beide schon hier führen, seit es diese Sendung gibt, da trotzdem immer dabei zu sagen, dieser Dialog, den du angesprochen hast, den darf man niemals beenden, weil was soll das bringen? Also diese Konsequenzen jetzt, und du hast diesen Artikel angesprochen, ich finde das an gewissen Stellen zu drastisch kommuniziert, weil am Ende fängt jetzt wieder an, dass der Diskurs von außen bestimmt wird. Soll die Eintracht jetzt diesen Dialog aufgeben? Was soll dann passieren? Also ich habe trotzdem das Gefühl, da passieren Dinge, die gehen nicht. Aber ich für mich persönlich habe kein Unwohlsein, was die Maßnahmen betrifft, weil es gibt Maßnahmen. Wenn ich sowas mache und ich werde dabei erwischt, kriege ich eine Strafe. Wenn gewisse Dinge passieren, gibt es Leute, die kriegen ein Stadionverbot. Also so zu tun, als wäre da der wilde Westen entstanden, den man überhaupt nicht im Griff hat, das sehe ich trotzdem nicht so. Weil da gibt es Aktionen von Einzelnen, die Dinge tun, wenn die dabei erwischt werden, werden die auch belangt. Das heißt, diese Law-and-Order-Fantasien, die jetzt teilweise entstehen, die teile ich überhaupt nicht. Vor denen habe ich Angst. Ich bin dafür, dass man dieses Ding aufklärt. Philipp Reschke ist jemand, der das auch macht. Er hat es deutlich angesprochen. Markus Krösche hat nach dem Spiel auch drüber gesprochen, wusste da noch nicht alle Informationen, ähnlich wie ich übrigens in der Reaktion, Leute. Ich wusste, im Stadion hänge ich nicht die ganze Zeit im Internet rum und gucke, was da passiert ist. So, von daher gibt es Dinge, die da passiert sind, die nicht gehen. Da sind wir uns alle einig. Ja. Und ich setze mich hier nicht hin, ich verharmlose auch nichts. Was ich nur sage, wenn wir einen Schritt weitergehen und darüber sprechen, was jetzt passieren soll, bin ich trotzdem dabei, dass ich das Gefühl habe, dass Eintracht Frankfurt ein Verein ist, der das verhältnismäßig gut noch im Griff hat, diesen Dialog mit der Fanszene. Auch wenn, und da hast du recht, da gewisse Leute dabei sind, mit denen, die an diesem Dialog nicht interessiert sind. Und die Frage ist trotzdem, A, gab es das nicht schon immer? Und B, was soll jetzt passieren? Also ich finde es total gut. Also ich sagen will, ist, ich sehe keine Veränderung. Erinner dich an die Diskussion, die wir mal hatten, als wir, glaube ich, in Mainz gespielt haben, oder war es Leverkusen, wo ähnliche Dinge passiert sind. Das ist schon sehr, sehr lange her. Da haben wir ähnliche Endzeitstimmung gehabt, da haben wir ähnliche absolute Aussagen gehabt, da haben wir ähnliche Kommentare gehabt, die das Ende der Welt herbeifabulieren. Das ist es für mich nicht. Ich würde gerne rational darüber diskutieren und trotzdem dabei im Blick behalten, dass die aktive Fanszene einer der wichtigsten Parts in diesem Verein ist. Und da muss man trotzdem weiter an Lösungen arbeiten. Aber Fakt ist doch, wenn du eine solche Entwicklung hast und wenn... Aber ist das eine Entwicklung? Pass auf, wenn seit Jahren versucht wird, die Dinge zu optimieren, zu verbessern und diese für den Verein und für alle anderen Stadionbesucher schädlichen Dinge zu minimieren in Form von Dialog. Und ich gebe dir völlig recht, das muss immer der erste Weg sein. Diesen Weg musst du komplett ausreizen. Kein Thema. Nur, wenn du über Jahre hinweg feststellst, dass durch diesen Weg nichts besser wird, sondern die Dinge permanent schlechter werden. Aber ganz kurz mal, wird denn nichts besser? Aber wird denn nichts besser? Also du tust so, als wenn wir jede Woche irgendwie den wilden Westen hätten. Ich würde Ihnen das ganz gerne mal hören und dann gehen wir weiter, bitte. Ich finde tatsächlich, dass in Summe nichts besser wird. Und deshalb muss ich ganz kurz auch dazu gehen. Die Strafen werden immer mehr, die Situationen werden immer gefährlicher, wie jetzt am Samstag. Ich finde nicht, dass eine Verbesserung eintritt. Ich verstehe deine Position, ich muss aber tatsächlich auch sagen, es ist jetzt auch länger nichts passiert. Ne? Also wenn wir jetzt über eine wöchentliche Eskalationsspirale sprechen, dann würde ich die Situation auch noch mal ein bisschen anders sehen. Das kann ja nicht der Gradmesser sein. Trotzdem, ich finde, lass mich ganz kurz ausreden. Ich finde, es ist tatsächlich auch so die Situation, wir müssen mal ein Stück weit gucken, was jetzt auch in der Bewertung rauskommt, was auch in dem Ergebnis da rauskommt, wer es ist. Was immer im Wechsel ist auch natürlich eine Fankurve. Auch es gibt nicht 40 Jahre die gleichen Leute. Es kommen auch neue Leute rein, eine neue Sozialisierung. Es gibt auch innerhalb dieses Fankonglomerats unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlich extremer werden. Auch darüber muss man sprechen. Auch darüber muss in der Tiefe, auch in Philipp Reschke Bescheid wissen, was innerhalb der Kurve passiert und sehen, welche Entwicklungen es gibt.
Ich halte trotzdem die Situation, dass man sagt, es ist alles immer schlimmer geworden, für eine Pauschalisierung, die eher einem Diskurs schädlich ist. Aber du kriegst so, jedes Jahr werden die Strafen für die Vergehen werden mehr bei Eintracht Frankfurt. Das ist Dann richtig. kann man doch nicht sagen, dass es weniger wird oder besser wird. Und alles gut. Ich weiß, was du meinst. Und Philipp Reschke und sein Team sind so nah dran, glaube ich, wie wenige andere Clubs an ihrer Fanszene. Das ist schon mal was Gutes. Genau. Aber deswegen muss man denen auch die Bewertung ein Stück weit zugestehen, wenn jemand wie Philipp Reschke jetzt er hat sagt... gesagt, das ist Wahnsinn. Das ist eine deutliche Genau. Eskalationsstufe, wie er sagt. Das kann ich Genau, vollkommen nachvollziehen. und dann spricht das ja nun auch dafür, dass keine Dinge besser werden. Und ich wehre mich dagegen zu sagen, naja, solange nur alle 4 oder 5 Wochen sowas passiert und nicht jede Woche, können wir ja nicht sagen, dass es schlecht ist oder dass es schlechter wird. Weil gemessen an den Strafen, die der DFB der Eintracht verhängt, wird es schlechter. Kann ich nachvollziehen. Ich würde trotzdem, das ist halt das Ding, ne? Du könntest, glaube ich, nur 2 Stunden darüber sprechen. Und ich glaube, wir müssten auch jemanden noch reinholen, der beispielsweise die Entwicklung der Kurve auch genauer im Blick hat. Weil ich glaube, das gehört auch schon dazu. Man darf nicht vernachlässigen, viele junge Leute kommen rein. Wie ist deren Lebenswelt gerade? Ne? Da kommt vieles da zusammen. Und ich weiß, wir wissen ja Stand jetzt noch nicht, wer das gemacht hat. Fakt ist, es muss herausgefunden werden. Und Fakt ist, es muss Strafen für die geben. Und die müssen so drastisch sein, damit ganz kurz ausreden, damit eine Wiederholung dementsprechend ausgeschlossen werden kann. Ich kann aber trotzdem deinen Punkt auf jeden Fall nachvollziehen, weil es ist natürlich so, der DFB haut immer mehr drauf und im Endeffekt muss die Eintracht immer mehr zahlen. Und das ist insbesondere natürlich, wenn du nicht mal europäisch spielst, kostet es noch mehr eine Belastung. Ein Satz noch dazu. Das kostet auch viel Geld. Ne? Ja, ein Satz noch dazu. Die schwierige Lebenswelt von jungen Menschen, die neu in die Kurve kommen, kann aber auch keine Legitimation dafür sein, dass Raketen abgeschossen und Menschen verletzt werden. Da sind wir uns auch einig. Das ist ganz klar. Aber darüber diskutieren wir doch gar nicht. Darüber diskutieren wir niemand, gibt es irgendjemand, der sagt, dass das geil war, was da passiert ist? Also hast du irgendjemanden wahrgenommen, der das geil findet? Nein, aber wir müssen bei der Differenzierung und Verharmlosung, finde ich, aufpassen. Aber was für eine Verharmlosung findet denn statt? Naja, wie wir jetzt hier gerade gesprochen haben. Ich fand nicht, dass Aber eine wir Verharmlosung verharmlosen Das sind ja beide alles das. Argumente, doch, das finde ich schon. Das sind Argumente, die das ein Stück weit verharmlosen. Wenn man sagt, ja, man muss auch die Lebensumstände von jungen Menschen beobachten, die neu in die Kurve reinkommen. Oder zu sagen, es passiert jetzt ja nicht jede Woche, es passiert nur Da alle... muss ich ganz kurz einhaken. Mir geht es nicht darum zu sagen, ja, ich entschuldige das, weil er komische Lebensumstände hat. Mir geht es nur darum, ein Gesamtbild zu haben. Und weder du, Phil, noch wir haben ein so gesamtes Bild, um festzustellen, welche Entwicklungen es der Kurve gibt. Oder kannst du es mir erzählen? Dann erzähl's mir. Erzähl mir, was in der Kurve gerade passiert. Ich glaube nicht, dass du es kannst. Und solange du das nicht kannst, haben wir keine... Aber dann kannst du es auch nicht machen. Nein, kann ich und auch dann nicht. kannst du das Argument auch nicht anführen. Nee, Das meine ich nur. Das kann nein, niemand ich von uns führe die kein Argumente Argument ein. anführen. Ich gebe nur zu bedenken, dass man in die Gesamtbewertung das mit einbeziehen muss und muss sehen, welche Entwicklungen gibt es in der Kurve. Und da hoffe ich, dass ein Philipp Reschke das viel genauer kann, als wir. So. Dementsprechend habe ich, und guck dir die Folge dann nachher nochmal an, dann wirst du sehen, ich gebe Reschke vollkommen recht und ich gebe ihm auch logischerweise das Mandat, wie er es auch bekommen hat vom Verein, Genau. dass er derjenige ist, der Genau. das besser entscheiden kann. Genau. Und dementsprechend, und das haben wir von Anfang an gesagt, wir gehen ja genau in dieser Diktion mit, dass wir alle sagen, es darf nicht die Hand verlassen. Und jeder von uns, und das kannst du ja nochmal angucken, sagen auch, dass ganz klar ist, wenn da was passiert, dann muss es Strafen geben. Und Aber können die auch gibt total es gut doch sein. auch. Genau. Jetzt mal ganz kurz, wir Genau. müssen eine Sache mal festhalten. Wir haben gewisse Eskalationen haben wir oft. Ja. Aber es wird oft so getan, als wenn das immer komplett rechtsfrei passiert, als wenn da nie Konsequenzen stattfinden würden, als wenn nichts passieren würde, als wenn die Eintracht nichts machen würde. Die Eintracht leistet wichtige Arbeit. Und die Eintracht hat mit Sicherheit auch schon wichtige Arbeit geleistet, die Dinge verhindert haben, die halt nicht passiert sind. Ich meine, there is no glory in prevention, aber du hast es gesagt, es gibt Vereine, die sind nicht so eng mit ihren Fans in Kontakt, wo es viel schlimmer ist. Wo du das Gefühl hast, die führen parallele Leben. Die haben nichts mehr miteinander zu tun. Guck in andere Länder an. Ja. Was für Eskalationen da stattfinden. Klar, gerade an diesem Wochenende auch. So, und nochmal, nur wenn ich das vergleiche, heißt es nicht, dass ich das, was hier passiert, verharmlose, aber ich finde schon, dass man die Dinge in einen Kontext setzen kann und man braucht nicht, wenn solche Dinge passieren, immer das Ende der Welt ausrufen. Und die Frage, die ich an dich habe, Phil, du sagst, okay, irgendwann ist der Dialog vorbei, was kommt nach dem Dialog? Was ist dann? Naja, was passiert dann? Schließen wir dann Leute aus, die nichts gemacht haben? Oder wird mir dann quasi eine Auswärtsfahrt schwer gemacht, obwohl ich nichts gemacht habe? Die Frage, die sich stellt, Phil, ist fast eine gesellschaftsphilosophische Frage. Klar. Sobald draußen irgendwas passiert, verbiete ich alles. Nein. Kann ich verhindern, dass draußen was passiert? Nee, alles. Nein. Kann ich eine Schlägerei in Altsachsenhausen verhindern? Nein. Ja, sperre ich dann Altsachsenhausen ab? Es redet ja auch niemand darüber, dass alles verboten wird. Dann sag mir mal eine Maßnahme, eine konkrete. Das ist ja wiederum dann, du hast es gerade gesagt, das Mandat haben die Leute, die da am nächsten dran sind. In dem Fall eben Philipp Reschke. So, und der Auftritt von Philipp Reschke nach diesem Spiel lässt ja darauf schließen,
dass das nochmal eine neue Stufe der Eskalation ist und dass sie das Gefühl haben, die Kontrolle über manche Teile der Kurve entsprechend auch verloren zu haben. Und dass der Weg, den sie bis jetzt gegangen sind, dass der nicht erfolgreich war bis Oder nicht hierher. vollends erfolgreich. So, ne? und dass sie da etwas ändern müssen und etwas ändern werden. Wie genau das aussieht, das müssen die Leute sagen, die näher dran sind. Von alles verbieten spricht ja keiner. Aber von bestimmten Maßnahmen, du kannst ja mit kleinen Stellschrauben anfangen. Es redet ja niemand davon, dass 60.000 Leute nicht mehr ins Stadion gehen dürfen. Nur ganz kurz, ich glaube, zur Realität gehört auch dazu. Ich glaube, es vergessen auch viele und ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass man das auch, wenn man im Stadion ist, vergisst. Es gibt halt die Kameras und die Kameras können schon relativ viel auswerten. Ich bin mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Ja? Aber es ist ja schon so, dass der Fan nicht mehr so komplett unerkannt ist. Natürlich, wenn er sich verhüllt, wissen wir es nicht. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was bei rumkommt. Ich glaube aber, was wichtig ist, und ich glaube, es ist auch wichtig in die Kommentare, wir haben nach der Reaktion viele Kommentare, die sich dazu geäußert haben, was auch Teil dieser Diskussion ist, finde ich total gut. Aber gleichzeitig diesen Kommentar oder wie soll ich sagen, die Diskussion auszuschließen und dann aus der Diskussion rauszugehen, würde Fronten weiter verhärten. Deswegen, ich glaube, man kann es durchaus, wenn man merkt, es gibt einige, die nicht bereit sind, in der Diskussion mitzuspielen, dass man die vielleicht ausschließt. Ne? Dass man zu Das denen meine sagt, ich ja. okay, Wir reden ja nicht von wir Kollektiv, es darf niemand mehr ins Stadion. Genau, Das ist wir ja haben es Quatsch. probiert, ihr wollt nicht, dann geht es halt jetzt nicht mehr so. Ne? Aber einen grundsätzlichen Diskurs muss es immer geben, weil da stimme ich auch Basti zu, sobald es das gar nicht mehr gibt, und ich glaube, da ist die Eintracht aber trotzdem weit von entfernt, einen Komplettausschluss zu machen, weil die wissen genau, was jetzt das Problem ist, kann in anderen Situationen, auch wenn es mal sportlich noch schlechter läuft, ne? Wenn wir wieder kurz vor dem Abstieg stehen, dann brauchen wir die Fans wieder und so weiter. Deswegen absolute Ergebnisse schaden. Man muss in der Diskussion bleiben, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass die einzelnen Personen, die es gab, dass die dementsprechend aber das ist bestraft doch werden. wichtig festzuhalten. Das ist genau das, weil man redet immer schnell von ganz großen Personengruppen. Vielleicht gibt es auch in der aktiven Fanszene Leute, die sagen, ey, finde ich scheiße, würde ich auch so nicht machen, kann aber eventuell an gewissen Stellen gar nichts machen. Du kannst auch nicht alles kontrollieren. Wenn wir beide in einer Gruppe von 10 Leuten losziehen und da ist einer dabei, der Bullshit macht, dann können wir 9 anderen auch nichts dafür. Dann können wir sagen, ey Bruder, was geht ab, Alter, oder reden mit dem. Ich glaube, dass diese Dynamiken auch manchmal oft ein bisschen unterschätzt werden, die da stattfinden. Weil du hast es gesagt, das ist im Wandel, die Eintracht ergreift Maßnahmen, die funktionieren nicht, dies, das, Ananas, du weißt aber auch nicht ganz genau, was passiert. Sagen wir mal, man würde sagen, wir hätten vor 3 Jahren oder nach Inter Mailand damals, gab es eine ähnliche Eskalation, gab es ähnliche aufgeheizte Stimmung, wir hätten den Dialog verlassen. Ich weiß nicht, wo wir heute wären, wenn man das gemacht hätte. Ich finde schon, dass Axel Hellmann auch immer wieder gut betont, dass man sagt, so schwierig wie das ist, so wichtig ist es, in diesem Dialog zu bleiben und nicht immer das Ende der Welt auszurufen. Das heißt nicht, dass ich hier irgendwas verharmlosen will. Ich sage nur trotzdem, man muss in der Emotionalität, die solche Dinge zu Recht haben, trotzdem aufpassen, dass am Ende rationale Diskussionen geführt werden und auch ein Bewusstsein da ist. Ich sage euch eine Sache, das ist vielleicht eine schlechte Nachricht. Du wirst niemals alles verhindern können oder du ballerst dir ein cleanes Stadion hin. Und genau, also wenn du alles verhindern willst, dann lebst du in einer Autokratie und dann nicht mehr in einem, sage ich mal, in einer relativ freien Demokratie. Das ist halt, gehört auch dazu, da ist vollkommen recht. Trotzdem, jeder, der ins Stadion geht, muss die Sicherheit haben, potenziell nicht verletzt zu werden. Und das muss am Ende trotzdem feststehen und dementsprechend ist auch klar, wenn ich verletzt werde, wenn es Leute gibt, die Dinge übertreten und die klar kommuniziert sind, die sich aus einem Recht in einen rechtsfreien Raum dann bewegen, dann gibt es auch eine Bestrafung. Das muss genauso Dann klar ist sein. der Raum nicht mehr rechtsfrei. Genau. Ich mache was, Ja, kriege genau. eine Strafe. Ja, genau. Du hast es gesagt, es gibt da HD, 8K, die können jeden Popel sehen, Genau. Kameras. Und ich gehe davon aus, dass wenn das passiert. irgendjemand dann, das ist auch passiert, nach dieser Stuttgart-Geschichte gab es Ja. auch ähnlich aufgeheizte Diskussionen. Da sind die Leute bestraft worden. Da gibt es Verfahren, da gibt es Gerichte, die müssen sich dann mit der Justiz auseinandersetzen. Diese Dinge passieren ja. Aber das ist tatsächlich ein guter, wichtiger Punkt, dass man das natürlich auch vielleicht auch nochmal dokumentiert. Vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken. Tatsächlich wird es ja, glaube ich, bei uns jetzt gerade schon gemacht. Wir machen das ja relativ kleinteilig, wo auch darüber berichtet wird, auch bei hessenschau.de, dann der Nachgang, die Gerichtsverfahren und so weiter. Aber dass das auch nochmal klarer wird, welche rechtlichen Konsequenzen es im Einzelfall dann auch für die Person hat. Vielleicht ist das auch eine Ich will Wirkung. nur sagen, auch wenn Ja. die im Ausflug nicht in der Öffentlichkeit stattfinden und die Leute das Gefühl haben, die können machen, was sie wollen. Nein, können die nicht. Die kriegen auch Strafen. Die werden bestraft, die dürfen dann nicht mehr ins Stadion und so weiter und so fort. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das Teil der Diskussion ist. Weil ich habe bei manchen Leuten das Gefühl, für die das Ende der Welt ist und das Schlimmste, was sie jemals erlebt haben, dass die denken, dass das alles ungestraft passiert. Und Genau. ich glaube, das ist falsch. Genau. Ich glaube, um den Leuten eine gefühlte Sicherheit zu geben, zu sagen, ey, gewisse Dinge passieren. Ja, es gibt auch Instrumente, um die zu bestrafen und die werden auch angewendet. Und darüber habe ich ja gerade gesprochen, weil mir geht es um die Kommunikation, dass das dann vielleicht auch vom Verein noch klarer gemacht hat, wie die dann bestraft werden, weil vielleicht dringt das auch nicht immer zu allen durch. Das muss man aber auch nicht. Wenn ich was mache,
kriege ich eine Strafe, dann habe ich einen Brief im Briefkasten und dann werde ich mich dieser Strafe stellen. Einer Strafe stellen musste sich auch Johnny Burkhardt. Oh, stark. Stark. Ja, ich glaube, Marvin, wir haben bald 390 Awards. Ich verleihe dir jetzt schon, ohne es mit den anderen Überleitung des abzusprechen, Jahres. den Fesai-Gürsei-Preis für die Überleitung des Da bin ich Jahres. dabei. Auch ich gratuliere herzlich. Danke dir. Liebe Leute, schreibt dazu in die Kommentare. Wir bräuchten eigentlich immer so ein spontanes Gold-Ding immer dabei haben, auch im Alltag. Wenn du im Bus sitzt und irgendeiner sagt was Cooles, sagst du, hey. Liebe Leute, ne, es ist Aber auch hier, Phil, vielen Dank, dass wir hier einen respektvollen Diskurs führen können, Genau. auch wenn wir bei diesen Dingen immer Ja, aufhören. Aber das so gehört soll es dazu. sein. Und ich glaube, das sollte auch so bleiben. Genau, und liebe Leute, ne, schreibt in die Kommentare, ist alles in Ordnung. Genauso wie wir uns austauschen, unterschiedliche Positionen haben. Es ist, glaube ich, trotzdem, wir haben Dinge klargestellt, aber wie gesagt, ich komme jetzt genau wieder Und man muss dieser eine, ganz abschließend dazu, Ja. man muss eine Sache sagen, die Leute diskutieren auch wild und ich kriege dann viele wütende Nachrichten, das Ja. hast du gar nicht gesagt. Ja. Leute, am Ende, wer jetzt auf Phil losgehen will, wer auf dich losgehen will oder auf mich losgehen will, alle drei, die hier sitzen und alle, die in den Kommentaren schreiben, die haben alle auch nichts gemacht. Ich habe keine Rakete geschossen. Definitiv nicht. Weißt du? Ja. Ich habe keine Rakete geschossen und Phil hat nicht die Kollektivstrafen eingeführt. Also von daher, es ist ja... Es geht nur Wir um diskutieren eine darüber, Diskussion. wir nehmen das wahr. Man kann auch eine gewisse Hilflosigkeit spüren, die habe ich auch manchmal. Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Energy in Frankfurt wieder so ist wie im Europa League-Jahr, wo du das Gefühl hast, uns kann niemand irgendwas. Und wir fallen in Barcelona ein, wo ja gar nichts passiert ist. Also, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall, das wollen wir alle. Darüber können wir gleich sprechen, welcher vielleicht All der Trainer, together right now. wer vielleicht der Trainer sein könnte, der das dann wieder besser macht. Aber kommen wir genau jetzt erstmal. Sorry. Ein kleiner Spoiler, wir gucken mal. Aber wir kommen jetzt zu einer Personalie, die du vorhin schon angesprochen hast. Denn es ging um Johnny Burkhardt. Du hast auch schon angesprochen, er war nicht nur der wichtigste Mann vielleicht oder ja doch, man kann schon sagen, der wichtigste Mann, zumindest nach seiner Einwechslung auf dem Platz, ist mit breiter Brust vorangegangen, hat tatsächlich bei jedem Tor, das er erzielt hat, den Ball genommen und ist nach vorne und wollte weiterspielen. Für den es natürlich in dieser Saison auch um viel ging. Auch viel hat er verloren, muss man auch dazu sagen. Aber ein Spieler, der dann sich auch vor die Kameras dann gestellt hat nach dem Spiel und klar Statements bezogen hat. Und ich muss sagen, er hat das ja relativ wortreich getan. Ich habe erst das gelesen, was er gemacht hat, was er gesagt hat und habe gedacht, das fand ich aber jetzt schon ein bisschen weird, weil er ist ja trotzdem auch daran beteiligt. Dann habe ich mir es angeguckt und ich fand, das war ein durchaus differenziertes Statement, was er abgegeben hat, wo er sowohl die Positionen der Führungsspieler in die Kritik genommen hat sie kritisiert, auch sich selbst mit reingenommen hat, was ich gut fand, hat dann über den Trainer gesprochen, dass er auch ein System spielen wollte, was mit der Mannschaft nicht kompatibel war, ist trotzdem gar nicht zu sehr darauf eingegangen. Gut, er hat einen Fehler gemacht letzte Woche, ja, er wurde dafür bestraft, hat ein Schimpfwort, wo muss man auch mal drüber sprechen, hat das aber gemacht, hat Geldstrafe bekommen, danach war die Sache wieder gegessen. Trotzdem interessant, in welcher Klarheit er gesprochen hat, oder? Also zunächst mal Respekt für dieses Interview auf ganz vielen Ebenen, weil ein so klares, ein so authentisches, ein so ehrliches Interview mit so viel Selbstreflexion würde man manch anderem Eintracht-Protagonisten der letzten Wochen und Monate schwer ans Herz legen. Klar hat er auch über den Trainer gesprochen, aber das war nur ein Teil des Interviews, wie du es gesagt hast. Er hat gesagt, ja, das System von Riera hat nie gepasst zu dieser Mannschaft. Das war aber keine Neuigkeit. Das hat jeder in den letzten Wochen gesehen, dass er sein System sehr stur durchgezogen hat und das offensichtlich kein Match war mit dieser Mannschaft und nicht bereit war, davon abzurücken. Aber Johnny Burkhardt sagt ja gleichzeitig, wir haben alle auf jeder Ebene und vor allen Dingen die Führungsspieler. Und er sagt, und dazu zähle ich auch mich. Genau. Und ein solches Interview ist in diesen Zeiten so selten geworden, dass jemand bei sich selbst zuerst anfängt, inklusive bis zu dieser Strafe da in Dortmund, wo er ja auch sofort sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich akzeptiere diese Strafe. Auch das ist ja etwas, das tut ja in diesen Zeiten unfassbar gut zu hören. Das sagt ja kaum noch jemand. Ja? Und dieses Interview war genauso bemerkenswert wie die Reaktion, die er gezeigt hat nach seiner Einwechslung. Der sitzt schon wieder draußen als bester Stürmer, den Eintracht Frankfurt im Kader hat, als jemand, der auch persönlich eine schwierige Zeit hatte, aus ganz vielen Gründen, kommt rein, liefert ab, schießt 2 Tore, holt einen Elfmeter raus, trifft nochmal den Außenpfosten und sorgt dafür, dass dieses Stadion nochmal ein Stück weit anders in diese Sommerpause entlassen wird. Das ist das eine. Die entscheidende Frage eigentlich in dieser ganzen Causa Burkhardt, auch aus der letzten Woche, die wird für mich viel zu selten gestellt. Und zwar, warum ist denn Johnny Burkhardt in Dortmund derart eskaliert? Ich begleite jetzt die Eintracht seit 20 Jahren ungefähr als Reporter. Und ich habe wenig so schlaue, kluge, selbstreflektierte Spieler kennengelernt wie Johnny Burkhardt. Der obendrein diesen Verein, und das ist ebenfalls ein wichtiger Faktor dieser Geschichte, so im Herzen trägt, wie, glaube ich, kein anderer in diesem Kader.
Was braucht es, um einen Spieler dazu zu treiben, dass der in Dortmund einen derartigen Fehler macht und derart eskaliert? Und diese Frage können wir uns, glaube ich, alle beantworten und die wird mir viel zu selten gestellt. Lass uns genau darauf gleich noch gehen. Das ist auch natürlich, wir sind im Bereich des Hineininterpretierens, weil ganz genau wissen wir es nicht. Vielleicht weißt du es, das ist gut. Kleiner Cliffhanger, damit ihr dran bleibt. Ich will Bastis Perspektive zu Johnny Burkhardt da noch ein bisschen mitbekommen. Wie gesagt, du hast es ja schon auch kondensiert zusammengefasst. Ich fand auch die Art und Weise, wie er dann auch die Mannschaft selbst kritisiert hat, das muss viel verändert werden. An der Mannschaft hat er ja auch gesagt, was ich irgendwie auch toll finde, dass er merkt, dass im Kader sich auch ein bisschen was tun muss, weil im Endeffekt sind alle an dieser Saison schuld. Basti, wie war dein Gefühl zur Causa Burkhardt? Vielleicht erstmal nach dem Interview. Ja, ich kann es nicht einzeln aufdröseln. Mein Gefühl zu Johnny Burkhardt in den letzten Wochen ist ein anderes als das, was Phil hat. Mir ist Johnny Burkhardt in den letzten Wochen eher unangenehm aufgefallen, weil es ständig irgendwie eher Teil von Diskussionen war, die ich zu dem Zeitpunkt als völlig unnötig erachtet habe. Das ist Johnny Burkhardt, ja, aber Johnny Burkhardt hat hier in Frankfurt mit Sicherheit nicht das Standing wie in Mainz. Das ist hier nicht Johnny Burkhardt Country, wo alles irgendwie gucken muss, dass es dem lieben Johnny gut geht und dass der Johnny auch persönlich angesprochen wird, wenn er irgendwelche Probleme mit seinem Gewicht hat. Mir ist es zu deutlich gewesen, wir diskutieren über diese Geschichte mit dem Trainer, wir diskutieren einfach zu viel über Johnny Burkhardt. Und wenn Johnny Burkhardt sich jetzt hinstellt und sagt, ja, ich komme jetzt rein und mache diese Elfmeter, dann ich würde ihm trotzdem gerne die Frage stellen, wo warst du gegen den HSV? Da hat er übrigens gespielt von Anfang an. Da habe ich ihn auch nicht gesehen. Also ich bin, was Johnny Burkhardt betrifft, weiterhin so ein bisschen skeptisch. Diese Geschichte in Dortmund fand ich eher unangenehm. Weil ich dachte, Digga, du bist der allmannigste Allmann, den ich kenne. Und dann, also das war irgendwie so ein bisschen cringe, dieser Moment. Aber Phil hat auch einen Punkt, wenn man sagt, ey, von den ganzen Leuten, die man da sieht, fühlt er scheinbar wenigstens noch was. Ja, er fühlt was. Ich will doch nur was spüren! So, ich habe das Gefühl, er fühlt wenigstens noch was und rastet mal aus. Ist jetzt auch irgendwie nach dem Dortmund-Spiel emotional gewesen. Und, das rechne ich ihm hoch an, er hat das, was ich gerade kritisiert habe, von wegen, wo warst du eigentlich gegen den HSV, hat er ja zumindest durch die Hintertür auch so ein bisschen angesprochen, indem er sich mit in die Verantwortung genommen hat. Das heißt, was ich machen würde im Falle Johnny Burkhardt, ich würde mir den im Sommer zur Seite nehmen als Eintracht Frankfurt und sagen, ey Bruder, diese ganzen durchgesteckten Geschichten und bla 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 und dieser Ansatz, den du hast, ich habe so das Gefühl, dass man ihn einmal nur ganz kurz sagen muss und ich glaube, dass man auch mit ihm reden kann, zu sagen muss, ey, das hier ist nicht meins, in Mainz warst du vielleicht irgendwie... Findest du das zu performativ? Es wirkt zumindest an gewissen Stellen auf mich so, aber was ich eigentlich sagen will, ist dieses, ich glaube, dass Johnny Burkhardt auch erst in Frankfurt ankommen muss und das muss man ihm geben. Weil nochmal, das hier ist nicht meins. Und das hier ist nicht irgendwie, dass ich sage, yo, wir müssen jetzt jede Woche gucken, was mit Johnny Burkhardt ist. Nein, Johnny Burkhardt hat auch erstmal eine Pflicht und die ist es sich, die Herzen der Eintracht-Fans zu verdienen, die ist es, auf seinen Körper zu achten und am Ende erstmal Leistung bringen und dann zu schwätzen. Weil man sieht ja beim Trainer, was passiert, wenn du das auch andersrum machst. Ja, also wir sehen einen differenzierten Blick. Du hast unterschiedliche Gefühle zu Johnny Burkhardt. Die sind aber tatsächlich ambivalent. Ja, ist ja auch okay. Ich meine, allein vom Sportlichen her 17 Scorerpunkte, da weißt du auch, wie wichtig er für die Mannschaft war. Allein, wenn wir es nur auf Sportliche reduzieren. Aber du wolltest nochmal auf diesen Punkt gehen, was ihn überhaupt dazu gebracht hat, in eine so Gefühlslage zu kommen, die ihn, und das muss man aber auch mal klar sagen, es kann trotzdem nicht angehen, dass ein Spieler, ganz kurz, dass ein Spieler, ein Trainer in dieser Art und Weise beschimpft. Stimmt. Das Haben wir ist einen Punkt. ein No-Go. Absolut. So, hat er ja auch gesagt, er hat einen Fehler gemacht. Aber Fehler machen wir trotzdem alle. Genau, und die wenigsten geben sie zu. Genau, und das war in einer Klarheit auch, dass man sagen muss, das ist cool, dass er das auch so gemacht hat. Ja. Das gehört dazu. Ja. Phil, jetzt wollte ich Ja. nur zu dir überleiten. Zunächst mal nochmal kurze Bezugnahme auf das, was Basti gesagt hat. Da müssen wir, glaube ich, auch sehr vorsichtig sein, weil genau solche Gerüchte sorgen ja in diesen Zeiten dafür, dass dann ein komplettes Bashing teilweise der eigenen Spieler entsteht. Also gibt es irgendeinen Beweis dafür, dass diese durchgestochenen Informationen von der Seite Johnny Burkhardt kommen? Nein, mir nicht bekannt, sonst auch niemandem bekannt. Gibt es irgendeinen Beweis? Kennt irgendjemand die Körperfett-Tabellenwerte von Johnny Burkhardt? Nein, kennt auch keiner. Deswegen, kennen wir unsere. aber verstehst du, Aber was man das wird weiß, alles ganz so kurz, erzählt. aber das was man weiß, dass das auch unter Dino Topmüller schon Thema war. Das verselbstständigt sich eben trotzdem. Ja? Und ich finde nicht, dass wenn ich Johnny Burkhardt auf dem Platz gesehen habe bei Eintracht Frankfurt, wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass der nicht fit ist. Oder? Einer von euch? Es ist eine schwierige Diskussion. Ich fand es auch konträr zu dem Gefühl, was hätte etabliert werden müssen. Und ich fand, das war etwas, was vollkommen den Fokus weggeleitet hat für ein einendes Saisonende. Und das müssen wir nur alles erst nochmal klarstellen, weil ich finde, darüber nachzudenken ist genauso wichtig wie die Frage, warum eskaliert ein Johnny Burkhardt derart. Ne? Und da kommen wir jetzt relativ schnell auch in eines der
seltsamen Muster, der vielen seltsamen Muster der letzten Wochen und Monate unter der Ära Riera, weil es diese komische Tendenz gibt, dass sehr, sehr viele in dieser Kabine, denen die Eintracht mehr am Herzen liegt als anderen in der Kabine, dass diejenigen waren, die das Gefühl hatten, am wenigsten mitgenommen zu werden von diesem Trainer auf diesem Weg. Ja, da kann man nachfragen bei Mario Götze, unabhängig davon, dass er keine gute Saison gespielt hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber der fühlt auch was. Der fühlt sich brutal wohl in Frankfurt. Der trägt diesen Verein inzwischen auch im Herzen. Man kann nachfragen bei Younes Ebnou Taleb, dem gebürtigen Frankfurter, der hierher gekommen ist und nichts lieber wollte, als für diesen Verein spielen. Den könnte man auch fragen. Man kann auch Johnny Burkhardt fragen. Man könnte auch noch 1, 2 andere Menschen aus dieser Kabine fragen. Und dieses Muster, das finde ich erschreckend und das führt bei einem Menschen wie Johnny Burkhardt, selbst bei einem so in sich ruhenden Menschen wie Johnny Burkhardt dazu, dass er bei diesem Spiel in Dortmund einmal steil ging, weil der, wie viele andere, gemerkt haben, das Ding hier läuft gerade bei meinem Club in eine ganz falsche Richtung. Das ist tatsächlich das Gefühl, was Ja, er da gebe ich transportiert dir- da hat. gebe ich Ganz dir kurz, recht. aber es ist auch sehr, sehr spät in der Saison. Ja, danke, das wollte ich nur noch mal loswerden. Ja. Zu sagen, ja cool, du hast es in den letzten 2 Spielen Genau. gemerkt. Dann nochmal die Frage, wo wart ihr denn alle gegen den HSV? Genau, muss ich dazu sagen. Wo war der denn? Wo ist Johnny Burkhardt? Dann will ich ihn fragen. So, du hast gegen den HSV gespielt. Oder nicht? Hat er da so gespielt wie gegen Stuttgart? Nein. So. Naja, er hat trotzdem in mehr als jedem zweiten Spiel ein Tor geschossen Ist für die doch mir Eintracht in der egal, Saison, ne? wenn er sich danach hinstellt und mir... Nee, du machst das jetzt an einem Spiel fest. Das ist ja dann auch Ja, Quatsch. ja auch. Du machst es ja auch an den letzten 2 Spielen. Wir reden ja nur über Johnny Burkhardt anhand der letzten 2 Spiele. Gegen Dortmund hat er ihn beleidigt, gegen Stuttgart hat er 2 Tore geschossen. Das war ja das einzige Nein, Thema. ich habe ja gerade über die Entwicklung dahin gesprochen, dass das so Genau, aber passierte in diesem trotzdem haben wir Dortmund-Spiel. gerade Das darüber ist ja eine gesprochen. Geschichte, die sich über Monate aufgebaut hat in den letzten Genau, Monaten. davon gehen wir jetzt mal aus, ne? Weil so anhand dessen, was wir jetzt natürlich sehen, trotzdem, mein Gefühl kam natürlich jetzt alles relativ konzentriert, relativ spät, ohne dass es halt jetzt noch eine krasse Wirkung entfalten konnte. Ne? Und das ist natürlich dann auch so eine Situation, wo ich dann auch sage, dass so ein bisschen das Geschmäckle ist bei mir da, weil die Saison war eigentlich schon mehr oder weniger gelaufen und dann ist diese Eskalation passiert. Und das ist ja genau das, und da tun wir uns ja sowieso, das ist ja genau der Punkt, wo sehr, sehr viele Einzelpunkte herausziehen wollen und daran lag es, dass die Saison nicht gut gelaufen ist. Am Ende ist es das Gesamte, warum die Saison nicht gut gelaufen ist. Einzelne Spieler, die überhaupt nicht an ihr Leistungsniveau kamen. Auch ein Johnny war auch verletzt, das darf man auch nicht vernachlässigen. Dann Trainerverpflichtungen, der Dino, der nicht so performt hat. Dann Riera, der überhaupt nicht funktionierte. Die Art und Weise, wie wir überhaupt zu Riera gekommen sind. Dann auch das Management, das den Kader falsch eingestellt hat. Das sind viele Situationen. Und es trägt alles zu dieser Grundfrustration vorbei. Aber die Spiele darf man auch nicht ausklammern. Und deswegen ist es natürlich schon so ein bisschen merkwürdig, dass erst am vorletzten Spieltag es zu so einer Explosion kam. Das darf man zumindest mal erwähnen. Finde ich auch. Ja, und Finde das ich ist auch, halt- weil ich dann denke, yo, jetzt ist doch das Kind eh schon im Brunnen gefallen. Also dann irgendwie auf den Trainer loszugehen, wo ich weiß, der ist doch eh weg. So, also, yo, ist doch jetzt in Ordnung. Also ich glaube, wo ich es besser verstanden hätte, wäre, wenn wir eine Diskussion gehabt hätten, Riera ja oder nein. Verstehst du, was ich meine? Also zu sagen, wenn in Dortmund noch nicht klar gewesen wäre, dass Riera nächste Saison nicht mehr Trainer ist, hätte ich mir, und das wünsche ich mir ja auch, das ist ja das, was wir uns immer wünschen, wenn wir sagen, ey, wir können doch auch alle nur rätseln. Bei allen Themen rätseln wir. Wir sind außen, aber wir sind nicht in der Kabine. Wünscht man sich ja eine Mannschaft, die sagt, ey, hier findet gerade eine negative Entwicklung statt. Lass uns mal probieren, im Keim den negativen Trend zu ersticken und nicht erst im Nachhinein. Das ist ja das, was wir uns von Spielern wünschen. Und wenn so eine Aktion und so eine Wut von Johnny Burkhardt entsteht in der Situation, wo man noch eingreifen kann, ja. Ich hatte nur das Gefühl, nach diesem Dortmund-Spiel, dass ich dachte, Jonathan, jetzt ist es auch einfach auf den loszugehen, weil im Endeffekt ist er im Sommer weg. So, und das ist so genau dieses Gefühl, was ich so ein bisschen hatte, aber auch hier nochmal, das ist alles ambivalent. Ich sehe auch und ich kann auch mich in Johnny Burkhardt reinversetzen und sagen, ey, wie frustrierend muss das für jemanden sein, der genau diese Attribute hat, die du beschrieben hast, Und einer der und Spieler, kann die nichts noch damit performt machen. haben. Ja. Kann nichts damit machen. Guckt auf die Aufstellung, spielt Ja, schon wieder nicht. ja, ja. Sieht, der spielt schon wieder, obwohl der war, weißt du, also ich glaube, Hat der 45 Minuten nur ohne Stürmer gespielt? ich glaube, der wird trotzdem nicht eingewechselt. er hat viel mehr valide Informationen für Wut als ich. Ich kann nur spekulieren. Und wenn Johnny Burkhardt sagt, ey, Alter, ich gucke mir das jetzt seit Monaten an, ich raste hier gleich aus. Und vielleicht ist er ja auch, genau, was ich vorhin gesagt habe, there's no glory in prevention. Wer weiß, wie oft Johnny Burkhardt einfach Kreide gefressen hat und eben manche Wichtiger Dinge nicht gesagt hat, weil er keine Unruhe wollte. Das weiß ich auch nicht. Was bei mir halt aber ankommt, ist dieses, vor 2 wichtigen Spielen für die Eintracht, die waren ja zumindest im Verhältnis Conference League noch wichtig und beim HSV stand sogar noch die Euroleague am Horizont, wird ständig über Johnny Burkhardt diskutiert. Und das will ich ihm nicht anlasten.
Vielleicht ist es auch irgendwie ein Medienberater, der da irgendwie unglücklich agiert hat und was weiß ich, was da für Mechanismen greifen. Das ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Die Frage ist ja, dass gerade die Führungsspieler, die auch schon länger da waren, die hätten ja viel früher in dieser Saison entsprechend die Dinge in andere Bahnen Haben sie lenken aber auch können, nicht. ne? Und Oder da auch ist es letzte ja- Saison. Genau. Aber dann Exakt, stelle ich genau. mir die Frage, das ist ein guter Punkt, weil da stelle ich mir genau das, er hat ja selber die Führungsspieler angesprochen. Und das ist ja gut, dass er sagt, Aber auch er wir ist auch erst seit einem Jahr da. Genau, aber dann ich will aber genau da rein und das ist ja der Punkt, der uns beide, alle drei eint. Wo war denn ein Robin Koch? Ich habe nichts gehört. Ja? War das intern? War das intern so? Hat er da auch schon irgendwie mal was angezündet oder so? Weil die anderen haben alle nichts gemacht. Ja, keine Ahnung. Nichts anzünden. Nichts anzünden. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Grüße an Martin Feli. Dann Peter Beuth. Ja, Peter, also da nichts anzünden auf jeden Fall. Nein, Peter aber, Beuth, aber wo keine, man, also, keine Grüße an Peter. aber das muss man ihm ja sagen. Anrechnen. Er war wenigstens mal derjenige, der überhaupt versucht hat, irgendwas irgendwie nicht anzuzünden. Ich glaube, wir sind uns ja wirklich einig, Ja. dass auf allen Ebenen unterperformt wurde. Das beginnt mit der falschen Einschätzung des Kaders, mit zu späten oder fehlerhaften Trainerentlassungen, mit falschen Interimslösungen, mit falschen Nachfolgern, aber eben auch, und das ist ein wichtiger Teil, den wir auch schon regelmäßig besprochen haben und der am Ende auch hängen bleibt, dass einfach mit der Fehleinschätzung des Kaders auch einherging, dass die Führungsspieler, die man dazu auserkoren hatte, nicht in der Lage waren, dagegen zu steuern. Ne? Angefangen bei Theat, bei Koch, selbst ein Hugo Larsson beispielsweise, der länger da ist, ein Ansgar Knauf, der lange genug da ist, ja? Mario Götze sowieso, also Rasmus Christensen vielleicht inzwischen auch. Da kam aus dieser Richtung halt viel zu wenig, um diese Saison frühzeitig von innen in eine andere Bahn zu lenken. Das ist vollkommen richtig. Und wenn wir über Burkhardt sprechen, ich glaube, wir machen diesen Burkhardt-Bonbon machen wir jetzt wieder zu, dann können wir auf jeden Fall positiv festhalten. Er hat sich nach vorne gestellt, er hat jetzt was gesagt. Das nehmen wir jetzt mit. Und ich hoffe, dass die Eintracht-Führung das mitnimmt für die neue Saison und vielleicht auch ihn daran misst und vielleicht ihm diese Position auch gibt. Er ist ja durchaus einer der Kapitäne dieser Mannschaft und mit ihm vielleicht auch diese Mannschaft zusammen aufbaut, weil es ist ja positiv, dass sich jemand nach vorne traut. Und ich sage, rein sportlich hat er trotzdem performt, das darf man nie vergessen. Ja, genauso wie Can Usun. Genauso wie Das Can sind Usun. Die Jungs, um die Das- musst du jetzt was bauen. Um die musst du jetzt was bauen, aber die Frage ist, wer macht das? Und darüber, Wenn, Alter. Doppelpreis, Alter. und darüber müssen wir jetzt Wir sprechen. müssen schaffen, dass das so ein stehender Begriff wird. Wenn Okay. einer eine gute Überleitung macht, wohl hat einer einen Mendel gebaut. Auch mal das, ja. Nachdem ich letzte Woche ja dafür für die Muppets kritisiert wurde, die ich da relativ häufig in die Sendung mit reingebracht Wenn habe. jemand Muppets kritisiert, sollte er bei sich selber anfangen. So ist es. Aber ich Also sag, wirklich, wer ein Problem mit Muppets hat, ja, you never know. der sollte mal mit jemandem sprechen. Tatsächlich. Aber, Vielleicht mit Werner Frosch. Walter Frosch. oh ja. Aber der Hut Das ist mir, weil du Werner gesagt hast, ist mir der Phil-Arm im Körper Eingeschlafen stecken in der geblieben. Bewegung. Aber tatsächlich müssen wir ich glaube nicht, dass er eine Puppe war. Ja, ich denke nicht, dass er Kröschers Handpuppe war, aber wir müssen über Riera sprechen, der jetzt nicht mehr Trainer der Frankfurter Eintracht ist. Nach nur 14 Spielen, was hat er für einen Punkteschnitt? 1,2, ich glaube, das war relativ. 1,14. 1,14, das war sogar sehr, sehr Opta mau. Basti, Alter. Sehr gut. Ich meine, es läuft einfach. Ne? Ja, Alle gut läuft, vorbereitet hier heute. Alle drei haben das Spiel gesehen. Wahnsinn, was ist hier Stimmt wahrscheinlich genauso wenig wie die 21 Punkte Rückstand, weil ich den Ausgleich vergessen habe. los? Ja, das kann sein. Nein, ich gucke gleich nochmal. Ich habe es mir sogar Sind auch aufgeschrieben. 18, das macht alles besser. Ja, aber es ist natürlich jetzt, es kam der unvermeidliche Schritt. Wir haben die letzten Wochen immer mal drüber gesprochen. Die Spatzen pfiffen ist schon länger von den Dächern. Ich glaube, der Kicker hatte am Donnerstag oder Freitagabend haben ja auch schon was geeilt in diese Richtung. Es war klar, dass das der Schritt kommt. Jetzt ist Riera nicht mehr der Trainer. Es ist längst überfällig gewesen, oder Phil? Ja, es ist der logische Schritt einer Besetzung, die eine Fehlbesetzung war, am Ende auf vielen Ebenen. Man hätte sich gewünscht, dass das funktioniert. Ich kann nach wie vor den Ansatz verstehen. Ja, Das muss ich auch ich nach auch. wie vor sagen, dass man einen Gegenpol setzen wollte zu dieser bleiernen Endzeit unter Dino Topmöller, dass man die Mannschaft auch emotional und auch ein Stück weit autoritär wieder wachküssen wollte. Dass man am Ende, Autoritäres Wachküssen. dass man den Das habe ich auch noch nicht so gehört. dass man am Ende leider einen auf allen Ebenen überforderten und komplett fehlbesetzten Trainer geholt hat. Das geht mit Markus Krösche nach Hause, das muss man auch klar so sagen. Das hat der Saison jetzt hinten raus auch nicht geholfen, zu einem Zeitpunkt, wo du noch vieles hättest korrigieren können. Am Ende ist es so, dass Albert Riera, wie gesagt, sowohl auf zwischenmenschlicher wie auch auf inhaltlicher Ebene einfach, für den war die Bundesliga mindestens eine Nummer zu groß. Es ist
in vielerlei Hinsicht eine verpasste Chance gewesen, will ich gar nicht mal sagen, aber es ist ein großes Missverständnis gewesen. Wir haben gesehen, dass Riera, wenn man rein sportlich das betrachtet, so ein Spielsystem hatte, was er immer wieder durchbrutalisieren wollte. 4-1-4-1. 4-1-4-1, hat auf der anderen Seite dann Spieler an Positionen geklemmt, an die sie nicht, wo sie nicht hingehören. Häufige viel zu Rotation, häufig. Permanent. Du hast, also Kalimuendo spielt mal links außen, rechts außen, spielt aber nicht Mittelstürmer. Dann hast du es gehabt, dass Amondard, der übrigens in einer schwierigen Saison für mich eine gute Saison gespielt hat. An dem können wir uns nächste Saison vielleicht auch nochmal festhaken. Musste aber zwischenzeitlich auch Rechtsverteidiger spielen, obwohl der gefühlt 300 Meter groß ist und eigentlich ein Innenverteidigerkante ist. Dann war es so, dass Leute rausrotiert sind und plötzlich nach Wochen auf der Tribüne plötzlich wieder, wie ein Dahoud, plötzlich wieder in der Anfangsformation stehen. Wir wissen manchmal nicht, was mit Götze war, plötzlich spielt er nicht. Dann spielt er wieder. Also da waren viele Situationen, die man auch sportlich nicht nachvollziehen konnte. Und da ist es auch allein sportlich so, dass man sagen muss, wenn ich mir die Punkteausbeute angucke, ist es klar, dass es nicht weitergeht. Ja, ich finde, am Anfang konnte man sich das noch schönreden, um zu sagen, diese Abwehr wurde stabilisiert, wir haben zumindest hinten zu 0 gespielt, aber bis bei jedem Spiel eingeschlafen. Da hat man sich ja noch eingeredet von wegen, ja, das ist jetzt halt so, das geht nicht anders und bla bla. Stimmt, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe diesen Ansatz auch verstanden. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen zu gut verstanden, weil ich habe mich richtig gefreut, als er kam. Weil ich dachte, Alter, da sitzt mal jemand, der macht die Beine auf den Tisch Ging und uns sagt, ja allen so, ganz ehrlich, ging uns ja allen so. Was geht ab, Alter? Und ich hatte auch richtig Bock auf den. Aber am Ende muss man sagen, dass die Gesamtkonstellation einfach wahrscheinlich nicht gepasst hat. Am Ende ein Trainer, den Phil so beschrieben hat, wie, das ist alles neu für den, das ist vielleicht ein Regal zu hoch für ihn. In so einer Situation zu holen, ist ja dann für den Trainer auch nicht ideal. Das heißt, der kommt hierher, der hat keinen einzigen Spieler ausgesucht. Der kommt hierher, der muss sich eigentlich an das Land gewöhnen, an die Kommunikation gewöhnen. Der müsste sich eigentlich ein bisschen mehr mit der Stadt connecten, worauf er eigentlich scheinbar auch keinen Bock hatte. Also am Ende glaube ich, dass Riera Fehler gemacht hat, aber auch in eine Situation gekommen ist, die sich dann am Ende auf unangenehme Art und Weise so verselbstständigt hat, dass man jetzt von einem Fehler sprechen kann. Bei mir ist die Enttäuschung groß, weil ich hätte eine gute Vorstellung gehabt davon, wie das mit so jemandem, der auch so drauf ist auf Pressekonferenzen, trotzdem klappt. Das Problem ist, und das ist das allergrößte Problem, wenn du so auftrittst, Digga, dann musst du die Spiele gewinnen. Also für mich ist das trotzdem noch weiterhin der bessere Ansatz, so aufzutreten. Aber dann musst du halt auch Spiele gewinnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil am Ende, wir haben alle also ich muss sagen, ich fand, ihr könnt euch den Redline Day angucken, ich war tatsächlich ein bisschen irritiert ob der Trainerverpflichtung, weil für mich auch diese ganze Beratersituation ein wenig undurchsichtig war. Ich konnte aber verstehen, warum es gemacht wurde, ihr habt es alle gesagt, weil die Art und Weise der Kommunikation ein kompletter konträrer Punkt zu Dino Topmöller war. Ne? Weil er anders kommuniziert hat, auch in der Presse. Er hat uns Schlösser hingebaut, ne? Aber am Ende kannst du Schlösser hinbauen, du kannst ein bisschen Fußballpopulist sein, das habe ich auch am Anfang gesagt. Kurz, wenn du es schaffst, lass mal beim ersten Schloss bleiben, was er aufgebaut hat, das war ja genau dieses, meine Spieler werden alles für mich tun. Ja. Und das hat mich richtig angezündet, weil ich dachte, okay, da ist jemand, Mourinho-Style, der schafft es in irgendeiner Art und Weise, dass die Spieler hinter ihm stehen. Genau. Und ich glaube, da ist der entscheidende Punkt, Fehler schon passiert. Ja. Das heißt, Genau. alles andere waren Folgefehler. Richtig. Wenn du sagst, ich stelle die Mannschaft hinter mich, dann muss das auch stimmen. Ja. Wenn du dann aber siehst, sowohl kommunikativ als auch sportlich, dass das an zu vielen Stellen nicht so ist, er erzählt's und es stimmt. dann wird die Erzählung halt brüchig. Und das Ding ist halt, natürlich kann man ihm keinen Vorwurf dafür machen, dass der Kader so war, wie er war, als er kam, Richtig. dass die Und Situation so auch war. die Arbeitseinstellung. Ja, aber, Moment, dann musst du zumindest die emotionale Intelligenz vor allen Dingen haben, in dieser Situation zu verstehen, wen brauche ich jetzt? Weil ich bin neu, ich kenne niemanden, es gibt vielleicht auch diese Sprachbarriere, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das irgendwie irgendwann auf der kommunikativen Ebene dann solche Auswüchse annimmt. Aber dann brauchst du mindestens diese emotionale Intelligenz, um zu verstehen, wen brauche ich in der Kabine, wen ziehe ich auf meine Seite, wen binde ich mit ein, um hier auch anzukommen, um diesen Club zu verstehen, um diese Mannschaft zu verstehen. Und wenn das genaue Gegenteil aber davon passiert, Wichtiger Punkt. dann spricht das dafür, dass du ein Stück weit eine Kabine nicht verstehst, vielleicht auch nicht verstehst, wie so eine Mannschaft funktioniert, wie so ein Club funktioniert. Und dann ist das eben am Ende von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das ist richtig. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, dass gerade die Spieler, die vielleicht die Eintracht ein bisschen mehr im Herzen tragen, dann irgendwie eher vom Kopf gestoßen wurden unter ihm. Und dann ist es natürlich schwierig, weil er diese Verbindung dann nicht geschafft hat. Es haben sehr, sehr viele Spieler gar keine Rolle gespielt. Ich will jetzt gar nicht über die potenziellen Talente. Das ist eine Situation, da müssen wir noch mal gesondert im Sommer drüber reden. Aber er hat viele Spieler gar nicht mitgenommen. Er hat die Kabine im Endeffekt nicht gehabt und die Ergebnisse sind ausgeblieben. Und das ist halt immer das, du kannst viel kommunizieren und du kannst eine andere Art und Weise der Kommunikation haben, wenn du am Ende die Ergebnisse einfährst. Und die hat er gerade
Im zweiten Teil, am Anfang lief es einigermaßen gut und wir haben auch noch wichtige Siege geholt. Und dann lief es aber immer schlechter, sodass es jetzt zu einem negativen Ergebnis kam, dass er Platz 8 nicht verändern konnte. Er kam mit Platz 8, er ging mit Platz 8. Und das ist natürlich eine Situation, die so einfach nicht ausreicht, insbesondere weil viele Scherben hinterlassen wurden und die Eintracht sich jetzt einfach komplett neu aufstellen muss. Ja, aber alle Kritikpunkte, die wir in Riera haben, kannst du wegwischen, wenn du Spiele gewinnst. Das ist halt genau das Ding. Weißt du, was ich meine? Also es ist genau dieses Ding. Wenn er sagt, okay, ich setze auf die und die Spieler und auf die anderen eben nicht, weil das darfst du ja. Du kannst ja hierher kommen und sagen, weißt du was, Spielertyp Johnny Burkhardt. Du musst kein 30er-Kader haben. Ich meine, du musst ja auch Johnny Burkhardt nicht spielen lassen. Du kannst ja sagen, ey, vom Stürmertyp passt du mir nicht. Du bist halt eher so ein Mittelstürmer, ich will einen anderen Stürmer. Das kannst du ja machen. So, dann hast du ein bisschen Palaver, ist ja auch okay. Ändert nichts, wenn du Spiele gewinnst. Du kannst auch ein bisschen Stress mit der Presse haben und dich mit denen anlegen und da den heißen machen. Kannst du machen, musst Spiele gewinnen. Cheers. Du kannst auch sagen, nee, mich interessiert die Stadt nicht, ich penne den ganzen Tag im Campus und will sportlich arbeiten. Kannst du machen, wenn du Spiele gewinnst. Albert Riera hat keine Spiele gewonnen. Und ich glaube, und da muss man ihm auch sagen, das hat er ja fast selbstreflektiv, also für seine Verhältnisse, dann auch gesagt. Ja. Er hat gesagt, es gab ja dieses Plakat als Abschied quasi für Riera, wo er gesagt hat, jo, das muss ich wahrscheinlich nehmen, weil ich keine Spiele gewonnen habe. So ist es. Und am Ende ist das, was unterm Strich stehen bleibt. Er hat keine Spiele gewonnen und ist mit Sicherheit ein weiteres Kapitel in einer schiefgelaufenen Saison. Aber ich bleibe dabei und ich glaube auch mittlerweile setzt sich die Erkenntnis immer mehr durch, dass wenn der Staub, den er aufgewirbelt hat an vielen Stellen, wenn der mal weg ist, wirst du sehen, dass man nicht sagen kann, Albert Riera ist die Überschrift und über dieser Saison, sondern er ist ein Teil. Er ist ein wahrscheinlich interessantes Kapitel, wahrscheinlich eines der lesenswertesten Kapitel dieser Saison, wo man sagen muss, dass die Eintracht vieles falsch gemacht hat und am Ende, wer hat ihn geholt? Ne? Das darf man auch nicht vernachlässigen. Oder warum ist er da? Genau, warum ist er überhaupt gekommen? Ja. Wie waren die Beziehungen? Wie kam es überhaupt zu diesem Trainer? War er Nummer 1 wahrscheinlich nicht? Warum habe ich trotzdem so lange gewartet? Warum habe ich die wichtigsten Spiele der Saison? Das meine ich ja. Das war genau das, was ich sagen wollte. Ja. Du hast das Ende des Transferfensters gehabt und du hast die wichtigsten Spiele der Saison, wo du noch viel hättest verändern können. Weil sie in der Champions League weiterkommen können. Genau. Und es wäre auch nicht Das war doch unmachbar möglich, gewesen. Genau. den Karabakh und Tottenham. Dass Ja. in der Champions League weiterkommen können. guck mal. Und denkst, alle, da fahren wir mit Alex Meyer hin. Ja, genau. Und Entschuldigung. Ja. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Und Dennis Schmidt, der Arme. Die armen Teufel tun mir da echt leid. Weil, das hat jetzt nicht gereicht. Aber es ist natürlich total bitter, weil im Endeffekt hättest du da was verändern können. Und die Eintracht muss, ehrlich gesagt, mein Gefühl ist, wir werden natürlich über die Ausblicke in den nächsten Wochen noch sprechen, aber das ist eine richtige Abreibung. Die Eintracht darf sich keinen Fehlschuss mehr erlauben. Vor allen Dingen, du hast jetzt ja eine Situation, die noch viel schwieriger ist als im Winter. Und da werfen wir jetzt auch langsam, glaube ich, den Blick schon wieder voraus an der Frage, wer kommt denn jetzt nach Don Alberto? Sitzplatz. Weil schon im Winter, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, Albert Riera war ja nun nicht die erste Wahl. Ja? Offenbar nicht. Sondern die sie eigentlich haben wollten, die haben gesagt, Der Kader reicht nicht. so ist die Mannschaft, was sind die Ziele? Ja. Das ist nicht möglich. So. Und dann haben die logischerweise auch gesagt, dann mache ich das nicht. So. krass. Und das war wohlgemerkt im Winter als Champions League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt mit der realistischen Chance, auch nächstes Jahr international zu spielen. Jetzt bist du an einem Punkt, wo du Tabellenachter bist. Du wirst nicht europäisch spielen. Es ist im letzten halben Jahr noch mehr kaputt gegangen. Dieser Club gibt gerade kein gutes Bild in Summe Auch ab. im Kader? Und jetzt musst du ja mehr denn je die Frage stellen, wo wir jetzt über Nachfolger reden, wer von denen, den die Eintracht will es denn überhaupt machen? Ja. Das ist ein richtig, Ja. weil im Endeffekt ist es total, die Ansprüche verändern sich natürlich auch mit Tabellenposition. Und im Winter wäre es super möglich gewesen, hier noch einigen potenziell sehr guten Trainern anzudienen, naja, wir können auch vielleicht im Winter noch was machen. Ne? Transferfenster war dann auch kaputt, war dann auch passé. Das heißt, auch Riera konnte ja dann am Ende nichts mehr machen. Woran es jetzt am Ende lag, die paar Tage, das wissen wir nicht genau, aber es kam zu spät. Und jetzt hast du eine Situation, du bist nicht europäisch, du weißt, dass der Kader im Umbruch befindlich ist. Du weißt, so wie wir die Eintracht die letzten Wochen auch gehört haben, dass, um den Kader weiter leistungsfähig zu halten, du auch einige Spieler abgeben musst. Viele Spieler haben auch nicht performt. Litz Doan beispielsweise nicht so performt. Was mache ich mit ihm? Kann ich den noch einigermaßen veräußern? Wo muss ich das Geld jetzt überhaupt auslösen? Mit wem gehe ich noch? Wo mache ich das enge groß? Es gibt auch die Spieler, sorry, ganz kurz, ich bin gleich fertig, Basti. Es gibt auch die Spieler, die für sich vielleicht keine Situation mehr sehen, bei der Eintracht weiter zu performen, wie ein Baum beispielsweise, ich glaube, der muss jetzt den nächsten Schritt gehen, den wird er wahrscheinlich eher nicht bei der Eintracht gehen. Ich finde es sehr, sehr schade. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, die sich jetzt selber die Frage stellen, wo geht mein Weg hin? Und deswegen ist ja eine schnelle Lösung jetzt gerade elementar. Tatsächlich weil richtig. ein Can Usun will wissen, wer trainiert mich denn hier nächstes Jahr? Ich habe im Vorgespräch noch gesagt, die haben noch ein paar Tage Zeit. Nee, haben sie jetzt nicht, das stimmt schon. Naja, ein paar Aber Tage ganz schon, kurz, aber sehr viel länger nicht. als Eintracht Frankfurt hast du doch dadurch vielleicht auch eine Chance,
Trainer und Spieler auszusortieren, die vielleicht nur zu dir kommen, weil du in gewissen Stellen irgendwas Attraktives zu bieten hast. Das heißt, wenn du jetzt zur Eintracht kommst, hast du auch Bock auf die Eintracht. Weil die kann dir kein europäisches Geschäft Klar, bieten. kann man auch so sehen. So, klar. so, und wenn jetzt irgendeiner sagt, nee, ich spiele nicht europäisch, dann will ich nicht kommen, ja Bruder, dann will ich dich auch nicht. Aber es geht, glaube ich, eher um andere Dinge, Basti. Wenn Nee, ein Trainer kommt und sagt, der hat ja auch Vorstellungen. Da sind wir wieder beim Thema Beginn auf der Torhüterposition, die eine Katastrophe war in der Saison. Völlig. Über diesen elementaren Sechser, über den wir seit Jahren diskutieren. Das muss ja zwingend eine Wunschvorstellung sein. Und dann ist die Frage, wenn du 3, 4 Wünsche hinterlegst und Markus Krösche sagt, aber davon kann ich dir höchstens 1 bis 2 erfüllen. Ja, aber siehst du, das ist alles egal, wenn du es kommunizierst. Das darf halt nicht mehr passieren. Ich glaube nicht, dass du einen Trainer holen kannst, dem du sagst, ich hole dir das und das und das und dann holst du es nicht. Weil dann hast du wieder einen Trainer, der denkt, Entschuldigung, ich habe doch hier. Nee, klar. Das einzig Wichtige ist jetzt. Derjenige, der hierher kommt als Trainer, bleiben wir jetzt mal auch bei den Trainern, weil Spielern, da wird ganz viel passieren. Wir werden den ganzen Sommer über hier in unseren roten Anzügen wahrscheinlich jede Woche einen Redline Day machen können und alle Insider aufdröseln und alle. Ich meine, der Sommer wird anstrengend genug. Der Sommer wird anstrengend genug, vielleicht auch mal dann ein bisschen zu chillen. Es ist gut, aber beim Trainer zu bleiben, du hast recht. wir bleiben beim Trainer und das Wichtige wird doch sein, dass du mit dem kommunizierst. Was sind die Möglichkeiten und wie würdest du gerne, dass wir diese Möglichkeiten ausnutzen? In welche Richtung? Was willst du auf der Position? Welchen Spielstil wollen wir haben? Mach mit dem einfach ein Inventar. Eine Inventur. Geh einfach hier hin und sagst, guck mal, das haben wir, das kosten die. Der würde bleiben, der will gehen. Das ist es einfach ganz normal. Die haben ja auch Büros da, die können sich ja mal hinsetzen und miteinander sprechen. Nicht so wie wir. So, die können ja miteinander sprechen. Und ich glaube, das Allerwichtigste wird sein, Trainer zu finden, die Bock auf die Eintracht haben. Auch in der Situation jetzt. So, willst du mich auch ohne Europapokal? Das kann ich dir bieten. Reicht dir das? Und hast du Bock? Und wer würde dir da direkt vorschweben, lieber Bastian? Mein absoluter Favorit, sage ich jetzt hier, ist Adi Hütter tatsächlich, weil Adi Hütter hat hier auch noch einiges gut zu machen. Das heißt, bei Adi Hütter ist nämlich folgende Situation. Den muss ich nicht anbetteln und sagen, bitte, bitte komm zurück, sondern ich würde ihm auch eine Chance geben, zurückzukommen, um ein Kapitel auszugleichen, was er damals versaut hat. Das heißt, du hast so einen Redemption-Arc, den du hier bauen könntest, im Sinne von, Adi Hütter könnte hier kommunikativ auftreten und sagen, ey Leute, wie ich damals gegangen bin, ging absolut nicht. Ich bin hier noch nicht fertig und ich gebe offen zu und ich glaube, das ist auch so, ehrlich gesagt, wenn er ehrlich zu sich ist. Das war der größte Fehler, von der Eintracht wegzugehen. Und wenn dieser Spirit bei ihm entstehen könnte, dann hast du eine Geschichte, die du erzählen kannst. Du hast einen Trainer, der uns mit seinem Fußball begeistert hat und der ganz, ganz schnell, wenn er eine neue Büffelherde da vorne aufbaut, mit 3 Stürmern, Kyle Muendo, Burkhardt, Ebn Taleb, wenn das unser Dreiersturm wird, Bruder, ich glaube schon, natürlich ist es nicht gesagt, Fußball auch kann alles passieren, aber aktuell wäre das eine Lösung, die mich zumindest in die Lage bringen würde, schnell zu vergessen, was diese Saison war und wieder diese Goldfisch-Fantasie für nächstes Jahr aufzubauen. Also was natürlich gut ist bei Adi Hütter, ist natürlich, er kennt die Eintracht, er kennt das Umfeld, das hilft natürlich. Er ist erfahren. Er ist erfahren, genau. Und es ist natürlich so, er hat selber auch ein bisschen Reue zu zeigen, weil natürlich war diese Kommunikation, naja, es ändert sich wenig. Und die muss auch kommen, ne? Genau. Aber wenn das kommt, dann hast du natürlich eine Geschichte. Und was ganz wichtig ist für die Eintracht, jetzt im Sommer und dann darüber hinaus, wieder Geschichten zu erzählen, dass auch mehr Fans wieder Bock haben auf die Eintracht. Das Stadion war gestern nicht ausverkauft, war am Samstag nicht komplett ausverkauft. Es haben ein paar Sitze gefehlt. Kann man auch mal drüber nachdenken, was da gerade schief läuft. Und es ist tatsächlich so, mit Adi Hütter würdest du eine Geschichte erzählen. Man muss auch auf die Fakten gucken und unter Adi Hütter hat die Eintracht einen spannenden Fußball gespielt, hat einen auch effektvollen, punktreichen Fußball gespielt. Am Ende war dann, glaube ich, Freiburg, Schalke. Mainz, Schalke, Freiburg. Mainz, Schalke und Freiburg. Mainz, Schalke und Freiburg. Mainz, Schalke und Freiburg. Mainz, Schalke, Freiburg war dann trotzdem Jetzt muss ein ich Drama. den Clip nachher suchen. Ja, genau, war natürlich trotzdem dramatisch. Aber man muss auch sagen, er hat natürlich diese grandiosen Fehler in Gladbach gemacht, das aber danach, auch in Monaco, lief es wieder sehr, sehr gut. Also das heißt, es ist ein Trainer mit einem relativ guten Schnitt, nicht so der andere, der mir so die ganze Zeit vorgeschwebt ist, weil ich bin immer noch ein Freund von Ralf Hasenhüttl. Ich finde ihn immer noch total cool, obwohl er in Wolfsburg war. Aber bei ihm muss man sagen, der fängt immer stark an und lässt dann im Verlaufe jeder Saison bei den jeweiligen Vereinen relativ stark nach. Kenn ich von mir. Ja, kann ich relaten. Genau, aber wir machen hier schon fast eine Stunde und sind immer noch am Start. Also insofern ist das auf jeden Fall mal die Ausnahme zur Regel. Also den finde ich emotional irgendwie, ich finde den Typen cool. Ja. Das war so, was mir noch vorgeschwebt hat. Ja. Das sind die beiden Namen. Wie ist es bei dir? Also meine Wunschlösungen wären tatsächlich welche, die vielleicht momentan gar nicht so passen.
weil das Profil einfach, das sie intern ausgegeben haben, ein anderes ist. Das passt definitiv auf Adi Hütter. Ja. Also Erfahrung ist wichtig, klares, auch autoritäres Auftreten und Du eben hast wieder uns zum zweiten Mal so autoritär. und eben dieser Fußball mit Energie, ja, das ist klar. So, und wenn du das alles zusammenführst, plus deutschsprachig, das ist auch wichtig, kann man beim Ösi sagen, okay, größtenteils. Das würde also auf eure beiden Kandidaten da auch zutreffen. Ich finde jemanden wie Tonda Eckert spannend oder Danny Röhl, also ein bisschen out of the box denken. Ich halte auch Matthias Jeißle für einen sehr guten Trainer, der inzwischen auch eine der nicht gewisse zu glatt? Erfahrung hat. Das ist so typische Red Bull-Schule. Na gut, das ist Adi Hütter auch. Das stimmt. Und Aber Ralf wirklich- Hasenhüttl ebenso. Verdammt. Diese Aber Kandidaten, jetzt nicht so glatt. die du genannt hast, die hatten wir natürlich auf dem Schirm. Aber Ja. wisst ihr, warum ich damit fremde? Ja, Weil es wäre schon wieder ein Projekt. Genau, so. Es wäre schon wieder ein Das Projekt, stimmt. wo mir dann erzählt wird am Und 7. deswegen- Spieltag, das dauert, der Ja, ist ja, ja. neu, Ja. wir gucken jetzt mal, bis Ja. wir uns in den Winter retten. Wie oft, ganz kurz mal, wie oft haben wir uns in den letzten Jahren dann in den Winter retten müssen, dann musst du den da noch holen, dann musst du Geduld mit Topmöller haben, dann musst du Geduld haben hier. Was ich will, egal wer der Trainer ist, Day One, Spieltag 1, go. Und nicht, ja warte noch mal bis zum 7. Spieltag, warte nicht, ich will nicht mehr warten. Basti, Attacke. Aber Basti, da schließt meine Frage an. Ist es dann vielleicht sogar eine Veränderung der Erzählung, die du jetzt machen musst? Weil genau das war jetzt die ganzen Male, wo du immer mit Adi sag ich schon, mit Dino und jetzt auch zuletzt mit Albert Riera wurdest du immer ein bisschen Projekte, vertröstet. Brauchst du eine andere Erzählung? Brauchst du jetzt genau diese Nähere an den Verein, an den Fan, diese Bindung? Brauchst du jetzt eine andere Erzählung in der Richtung? Also ich glaube nicht, dass einer der Namen, die ich jetzt genannt habe, Ja. ausschließen würde, dass ab dem ersten Spieltag da auch was funktionieren kann. Das ist ja eine Frage der Herangehensweise. Es gibt auch junge Trainer, die ab dem ersten Spieltag in der Lage sind, eine Mannschaft komplett mitzunehmen und so einen Hat Fußball auf die Wiese zu bringen. Bezüglich Jeißler hatte ich das nicht irritiert, dass der erstmal nach Saudi-Arabien gegangen ist? Ich weiß nicht, Leute, da muss man vorsichtig sein, wenn hier jetzt gleich einer mir einen Scheck auf den Tisch legt und sagt, mach hier UAE 2000, dann... Ja, ihr merkt schon, käuflich. Ciao. Schreibt mal Aber ich auch sagen, ich Kommentare dazu glaube, rein. niemand von uns hätte dieses Angebot an Jeißles Stelle abgelehnt. Ne? Da gehst du 2-3 Jahre hin, gewinnst zweimal die asiatische Champions League, sammelst Erfahrung auf einem hohen Niveau trotz allem und kommst wieder zurück. Also Du denkst, alle könnten das. ich verstehe aber eure Argumente pro Trainertyp, vor allen Dingen Adi Hütter. Es ist, glaube ich, für uns alle, oder wäre das eine Lösung, mit der sich fast alle oder eigentlich alle sehr gut anfreunden könnten tatsächlich, weil wir die Art und Weise des Fußballs einfach kennen und schätzen gelernt haben und die Kombination mit der Personality, die Adi Hütter mitbringt, in der momentanen Situation vom Profil her am besten passen würde. Alle? Also du hast jetzt eben angesprochen, alle. Das will ich dich natürlich fragen. Auch intern, glaubst du, dass er noch auf viele Widersprecher bzw. Gegenpole treffen würde, die sagen, da haben wir kein Interesse? Nee, glaube ich nicht. Also natürlich war das damals schwierig, aber ich glaube, zwei Dinge sind ganz entscheidend. Zum einen, dass er mit allen Protagonisten von damals alles geklärt hat, vor allen Dingen auch gut. mit Axel Hellmann. Auch ein Akt von Größe? Ja, und dass er eben auch gesagt hat, es war ein Fehler. Also diese Einsicht zu haben, ist Adi, die Grundbasis das für... war ein Fehler, Bruder. Den kannst du alles. jetzt wieder ausgleichen. Da kannst du auch zu Fußball 2000 kommen und uns das auch sagen. Ist gar kein Problem. Wir laden dich sehr, sehr Man muss gerne auch, ein. weil, was jetzt passiert so, ich meine, ich habe dir vorhin angesprochen, im Sommer wird es auch anstrengend mit diesen ganzen Transfergerüchten. Es wird jetzt auch erstmal anstrengend, was diese Trainergerüchte Ja, betrifft, ja, ja. weil ich habe das Gefühl, mal, wir machen jetzt schon länger hier zusammen Eintracht-Content, sage ich mal, auf verschiedenen Kanälen. Erinnere dich bitte an diese ganzen Phasen, immer wenn neue Trainer gesucht wurden, wo erstmal Horrorkandidaten durch die Presse geistern, damit du dann mit dieser mediokren Lösung zufrieden bist. Das fängt ja jetzt auch wieder an. Ich sage mal eine Sache. Bitte nicht über Mike Tullberg nachdenken. Wenn Hast du den Namen doch genannt? Ja. Wolltest du wenn der irgendwann so vor der Tribüne steht, weil er gerade 1-0 gegen Heidenheim gewonnen hat, damit hätte ich große Probleme, das muss ich jetzt hier leider sagen. Also Mike Tullberg klingt so, als würde er Faxedosen trinken. Nee, der also sieht auch so aus. eher nicht so. Also das ist hat die Faxen wirklich diese Videos, die da rumgingen, weil es gab ja einen Artikel, wo drin stand, dass er der Trainer Topfavorit ist. Also Nee, ist er nicht. ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die gesagt haben, ach du lieber Himmel, weil man muss eine Sache auch mal sagen, als Eintracht-Fan mit einem Eintracht-Herz. Ich glaube, was wichtig sein wird, ist, es braucht viel emotionalen Aufwand, um die Saison zu vergessen, um diese ganzen Nebenschauplätze zu vergessen, um wieder auf und neben dem Platz eine Einheit zu bilden, auch als Fangemeinschaft. So. Genau. Weil du hast ja auch viele entzweiende Diskussionen gehabt. Riera, ja, nein, Dino, ja, nein, der, ja, nein. Also es gab ja viel Spaltungspotenzial in den Diskussionen auch. So, das haben wir auch hier gemerkt. Ich glaube, was wichtig ist als Eintracht-Fan, um die Energie aufzubringen, die Saison zu vergessen, um in wieder diesen Pam, 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 wann geht endlich die Saison los Modus zu kommen.
kann es keine Trainerlösung geben. Und wenn jetzt morgen bekannt wird, dass Mike Tullberg hier kommt, theoretisch, will ich nur sagen, ich weiß nicht, ob mir das die letzte Energie dann raubt und ob ich nicht einfach dann einen apathischen Sommer haben werde, wo ich sage, Nein, das wird nicht ich beschäftige mich mit ganz anderen Sachen. Basti, das wird Was nicht ich sagen will unterm Strich ist, es ist nötig, dass diese Lösung die Fantasie anzündet. Genau, was du gesagt hast. Es ist nötig. Selbst wenn das nicht passiert. Fußball ist auch Business. Es sind auch Erzählungen. Ja. Diese Lösung muss mir die Fantasie geben, dass ich Bock habe auf die nächste Saison. Naja, und es ist ja auch, ne, genau, nächste Saison ist tatsächlich auch wieder alles möglich. Denn wir haben gesehen, der VfB hat letzte Saison, glaube ich, Platz 9. Da hatten wir natürlich den DFB-Pokal lief halt wesentlich Man hat besser. trotzdem international, ja. Genau, aber trotzdem haben sie sich, die haben am Trainer, am sehr guten Trainer natürlich festgehalten. Ne? Es war gar keine Lösung. Es war ganz klar, Sebastian Hoeneß macht weiter, einer der besten Trainer, ganz klar in der Bundesliga. Wahnsinn, auch war wahrscheinlich weit darüber hinaus. Aber es ist natürlich so, du kannst mal dieses Down-Jahr haben. Du musst aber jetzt wieder gemeinschaftlich hochkommen und du brauchst jetzt wieder die Erzählung. Und das dafür hilft natürlich auch, den Weg zu gehen, dich in Pokalspielen mal wieder zu pushen. Dass wir im Pokal, erinnert euch, die letzten Male waren wir im Pokal immer eine Opfermannschaft. Dass wir diesen Weg wieder gehen. Dass wir vielleicht wieder sehen, okay, vielleicht was möglich. Heute vor 8 Jahren habe ich auf deiner verschissenen geilen Couch gesessen und wir haben ein Video gemacht Von Nürnberg. Vor Bayern. Vor dem Bayern-Pokal. Als wir aus Schalke Jahren. da sind wir Vor 8 Jahren, was Da hast sind du wir gesagt? Hab ich aus- 9 Jahre nee, gesagt? ich dachte Nee. gerade- da sind wir aus Schalke nach Hause gekommen, was komplett schief gelaufen Ja. ist, wo wir dachten, alle, man kann nicht mehr. Genau das. Aber das ist doch genau das, was du jetzt im Wirklich, Sommer vor 8 Jahren war das. Und da waren wir auf deiner Couch. Du brauchst es doch im Sommer. Genau, im Sommer brauchst du auch diese Energy. Und du brauchst auch, wenn du einen neuen Trainer auswählst, die Vorstellung, dass der Fußball allgemein, da zähle ich jetzt Riera und die Topmännerjahre dazu, dass der Fußball allgemein auch wieder so wird, dass dieses Stadion mehr aus dem Sitz geht. Weil das merkst du doch bei jeder Kleinigkeit. Merkst du, wie dieses Stadion brennt. Aber es gab halt diese Dinge nicht mehr. Wie viele langweilige Spiele hatten wir in den im letzten Jahr, wo Und du das gar muss- nichts gefühlt hast, wo du ein Spiel guckst, wo du wirklich einpennst. Und ich glaube, das wird wichtig sein, dass du ein bisschen mehr die Spielweise an die Stadt anpasst, dass die Kommunikation wieder so wird und das ist mir am allerwichtigsten, dass im Sommer alles ausgeräumt wird, weil es können Probleme entstehen, die können auf menschliche Art und Weise entstehen, die können durch verschiedene Interessen entstehen und alle möglichen Sachen können passieren. Aber dass die Eintracht im Sommer wieder an einen Tisch kommt und man weiß und man merkt als Fan, alle reden wieder mit einer Stimme, die sind sich untereinander irgendwie grün und präsentieren es nach außen und die Mannschaft gibt auf dem Platz Vollgas mit der neuen Adi Hütter Büffelherde, Kalimuendo, Ebnu Talib und Den musst du erstmal Wahi, leisten können nein. jetzt. Was, oder? Den musst du erstmal leisten können jetzt. Genau. Aber gut, Ja, gut, aber die du bist nächsten ja- Wochen halt ja, ich noch wollte viele gerade sagen, Themen parat. das Liebe Geld Leute, für Kalimuendo genau. kratzen wir in den nächsten Wochen. Genau, ich bin mal gespannt, Fundraising wie es weitergeht. 2000. Ich muss sagen, wir haben jetzt einige Trainerlösungen diskutiert. Ich bin relativ neutral mit Hütter. Ich finde deine Punkte aber auf jeden Fall ganz gut. Ich sehe das. Ich sehe Schreibt auch ihr mal eine auch in die relative Kommentare. Gewogenheit bei der Personalie Hütter. Ich muss sagen, ich habe eine gewisse Präventivangst, weil Namen, die wir genannt haben, beispielsweise als wir das letzte Mal über Trainer gesprochen haben, wie in Rose, die waren dann am Ende gar kein Thema mehr. Vielleicht wäre es mir sogar lieber gewesen. Jetzt hat Rose einen Job in England, vielleicht für ihn auch ganz gut. Ich bin gespannt. Ich hoffe nur, und da gebe ich dir in unserem Vorgespräch tatsächlich recht, dass es bald möglichst passiert, weil je ruhiger, je früher der Trainer da ist, desto mehr in ruhige Fahrwasser können wir kommen und dann sehen, wie es mit dem Kader weitergeht. Und wir werden es begleiten mit Fußball 2000. Ciao, ciao.